Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute habe ich eine echte Sommerloch-Sendung für euch mit einem Text über das Sommerloch. Und außerdem gibt es noch dies und das und die News aus aller Welt. Ich bedanke mich bei dem Zuschauer, der mir mit einem Super Thanks ein kleines Geldgeschenk hat zukommen lassen. Vielen lieben Dank. Ja, lass uns erstmal ganz entspannt in die heutige Folge starten. Ich war eben noch schnell bei Instagram unterwegs und habe euch ein paar Gedanken von mir mitgebracht. Kennt ihr die Electric Twins? Ganz tragische Tragödie, glaube ich. Der eine kann nicht sprechen, der andere nicht vor die Kamera. Immerhin, damit sind die erfolgreich. Und mit so kreativen Eyecatchern wie Der Buskiller ist quasi ein Sequel zum Clip Der Audi-Killer. Wahnsinn. Der Clip von Cupra bringt mich auch um den Verstand, weil ich mich so entsetzlich alt fühle. Mein erster Gedanke, aber mein Handy bedienen darf ich nicht, weil mich das zu sehr ablenkt. Mein zweiter Gedanke, ey, was kann da alles kaputt gehen? Ich schaue Instagram zu 99% ohne Ton. Diese Autos, diese beiden Autos müsst ihr gesehen haben. Okay, Madame Elektrik, ich warte, ich warte, ich warte. Grüße gehen raus an Tomke, ist quasi der Sisyphus von Instagram. Das war aber auch ein widerspenstiges Tuch, mein Lieber. Aus dem Nähkästchen, ne? Es gibt 2 Zeiten im Jahr, die mag ich als professioneller YouTuber überhaupt nicht. Die eine dieser Zeiten, die hat jetzt begonnen, das Sommerloch. In meiner Branche fällt das Sommerloch mit 2 Umständen zusammen, gegen die du als YouTuber eben so gar nichts machen kannst. Zum einen beginnt die Ferienzeit. Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In 7 der deutschen Bundesländer haben die Sommerferien begonnen und somit die Ferienzeit und die Zeit der urlaubsbedingten Betriebsschließung. Und das gilt quasi für 31,5 Millionen der deutschen Einwohner. An diesem Wochenende kommen dann noch Berlin, Brandenburg und Hamburg, also 8,5 Millionen Menschen hinzu. Und damit ist dann die Hälfte der potenziellen Zuschauer mit Urlaubsvibes ausgestattet. Und als Ergebnis haben sie deutlich weniger Interesse daran, sich irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen. Auf der anderen Seite ist dann die Industrie. Und auch wenn mir das manchmal wirklich schwer über die Lippen geht, da arbeiten auch nur Menschen. Ne? Und auch dort wird jetzt alles so nach und nach auf Notbesetzung runtergefahren. Das heißt, weniger Pressearbeit, weniger Events, weniger Material, was du brauchst, um deine Inhalte zu produzieren. Aber selbst wenn du die Inhalte hast, lohnt es sich kaum, diese zu drehen, weil die Zugriffszahlen halt in den Keller gehen. Vielleicht nicht ausschließlich, aber dennoch signifikant stärker in unserem Auto-YouTuber-Bereich, weil es eben Fach- und keine Unterhaltungsformate sind. Das Ganze zieht sich dann in diesem Jahr bis Mitte, ja, bis Mitte September, da die 3 einwohnerstärksten Bundesländer erst Ende Juni bis Anfang August Sommerferien bekommen und diese dann erst Anfang Mitte September enden. Der zweite Zeitraum ist dann halt Weihnachten, wobei der November in der Regel schon der schwache Monat ist. Das Problem mit diesen Löchern ist halt, dass man als YouTuber immer wieder davon vollkommen überrascht wird und dass es eben kein Rezept dagegen gibt, außer ruhig bleiben und guten Content einfach nach hinten schieben. Wenn euer Lieblings-YouTuber also gerade komische Dinge macht, wisst ihr jetzt warum. Als Auto-YouTuber wird man ja gerne mal gefragt, was würdest du dir denn für ein Auto kaufen? Mit der Erwartungshaltung, die Antwort wäre ansatzweise so komplex wie Raketenwissenschaft. Naja, erstmal sind wir, festhalten, auch nur Menschen und dann müssen die Autos eben zu unserer Lebensrealität passen. Bei mir ist es aber sogar noch profaner. Wenn mir heute jemand meinen Astra zusammenschiebt und ich was Neues bräuchte, dann würde ich zwar von einem BMW M2 träumen, aber dann fleißig die Angebote zum Opel Grandland Elektrik studieren. Was? Na ja, ich bin halt ein Freund der Marke. Ich mag keine SUVs, aber auf den neuen Insignia müssen wir noch warten, ne? Und warten und warten und warten. Der Grandland gefällt mir aber, ganz grundsätzlich. Ich finde, den haben sie wirklich gut hinbekommen. Sicherlich, das Infotainment-System ist eher rudimentär, aber ich nutze eh nur Apple CarPlay. Der kleine Akku hat 73 Kilowattstunden, für unsere Bedürfnisse genug Kapazität, dafür sind Sitze und Licht super.
Schauen wir mal, was mein Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer eins in Sachen Autoleasing, im Angebot hat. Die Angebote erreicht ihr mit dem ersten Link hier unter diesem Video. Und hier sehe ich jetzt ein Angebot für 123 € im Monat. Für mich wäre das passend, denn ich bin Gewerbetreibender. 24 Monate, 10.000 Kilometer im Jahr, passt nicht so ganz. Aber das ändere ich mal fix auf der Detailseite. Mit 25.000 Kilometern im Jahr komme ich auf 211 € pro Monat. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung und die Basisdaten an. Hier auch nochmal der Hinweis, dass es sich um ein Lagerfahrzeug handelt, darum wohl dieser Wahnsinnspreis. Vergesst aber auch nicht ganz nach unten zu scrollen, um zu schauen, welche einmaligen Kosten auf euch zukommen. Wenn die Leasingsrate für euch passt, für mich würde sie in diesem Fall auf jeden Fall passen, bestätigt das und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer ganz persönliches Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals. Das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper von leasingmarkt.de Mitarbeitern händisch ausgewählt und zusammengestellt. Ihr erreicht sie über den zweiten Link hier unter diesem Video. Vielleicht ist ja für euch was dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Ich hatte euch ja schon berichtet, dass Alpine in Goodwood groß auffahren wird und dort die nächste Generation der Alpine A110 anteasert. Jetzt kommen die sportlichen Franzosen mit der nächsten Pressemitteilung zu diesem Technologieträger. 800-Volt-System, ein Akku mit hoher Energiedichte und somit geringem Gewicht. Das Gewicht soll schön 40 vorne, 60 hinten verteilt werden, was sich für den elektrischen Hecktriebler ziemlich spaßig anhört. Dazu kommen zwei Elektromotoren an der Hinterachse. Außerdem sieht die Flunder auch nicht aus wie ein sportlich getrimmtes SUV. Ich bin ansatzweise begeistert. Als Porsche-Enthusiast bekomme ich aber zeitgleich Bauchschmerzen und frage mich, was eigentlich aus dem elektrischen Cayman geworden ist. BMW hat dem M2 ein M-Performance Track Kit spendiert und damit die Nordschleifenzeit des M2 CS unterboten. Als E-Auto-Freund fragt man sich vielleicht, hä, was? Der Petrolhead hingegen, der nickt anerkennend. Ich zitiere, zum Umfang gehören zentrale Aerodynamik und Fahrwerkskomponenten, darunter ein einstellbarer Frontsplitter, Aeroflix, ein manuell verstellbarer Schwanenhals-Heckflügel. Ah ja, mit speziellem Race-Mode sowie ein Gewindefahrwerk mit erstmals straßenzugelassenem Motorsport-Dämpfersystem. Im Konfigurator ist das Paket Stand heute noch nicht verfügbar. Ich finde das aber arg clever von BMW, dass sie sich für den Verbrenner gleich eine echte Track-Alternative ausgedacht haben. Da sehe ich die Zukunft für diese Art von Fahrzeugen. Mal abgesehen davon, dass die Klientel ja Kummer bei den Ausgaben gewohnt ist. Ich hatte mich doch schon mehrfach über die Namensgebung von chinesischen Autobauern lustig gemacht. Eine Meldung auf Car News China lässt mich aber aufhorchen. Der Geely Galaxy Xingyuan oder so ähnlich ist das erfolgreichste Elektroauto in China. Ein 4,13 Meter langes SUV, das als Kleinwagen in unseren Breiten gegen den Skoda Epic oder Opel Mokka Electric bestehen muss. Der Elektromotor soll 85 kW oder 114 PS liefern, der 39,4 Kilowattstunden Akku eine Reichweite von 317 Kilometer nach WLTP ermöglichen. Alternativ gibt es noch eine 30 und eine 47 Kilowattstunden Batterie. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, in Europa nennen sie das Auto Geely E2. Vielleicht, vielleicht sind die Chinesen auch nur rücksichtsvoll und wollen es uns mit dem Namen einfach machen. Continental kennen wir ja alle als Reifenhersteller. Das sind sie jetzt auch wieder, denn lange Zeit stand der Name Continental eben nicht nur für Reifen, sondern für alles, was ein moderner Zulieferer so anbietet. Dieser Geschäftsbereich wurde ja ausgegründet und wird fortan mit dem handlichen Namen Aumovio fortgeführt. Aumovio. Gut. Jetzt haben die Hannoveraner auch noch den ehemaligen Bereich technische Produkte, kurz Contitech, abgestoßen. Und jetzt steht Continental also wirklich nur noch für Reifen. Der Chinese MG Motor bringt in Deutschland zwei neue Modelle.
das Modell 3 und das Modell Y. Hoppla, da bin ich in der Zeile verrutscht. Die neue Business-Class-Limousine MG IM5 kommt, kommt mit 100 Kilowattstunden Akku zum Preis von 54.000 Euro. Das neue Premium-SUV IM6 mit gleichem Akku kostet mindestens 57.000 Euro. Beide IMs gibt es als 300 kW bzw. 407 PS Hecktriebler oder als 553 kW bzw. 751 PS Allradversion. Ähnlich wie beim Tesla gibt es kaum Optionen. Im Gegensatz zu den Teslas sind die MGs aber mit einem 800-Volt-System ausgestattet. MG spricht in der Pressemitteilung von 17 Minuten Ladezeit, um den Akku von 10 auf 80% zu bringen. Ich denke mal, dass es am späten Nachmittag noch ein oder zwei Videos zu den Fahrzeugen geben wird. Man ist ja heute oft selbst als vermeintlicher Experte ein wenig ratlos, ne? Wie sich das in Deutschland weiterentwickeln wird. Fahren wir nun bald alle elektrisch? Von den Kollegen mal abgesehen, die ihren Verbrenner fahren, bis er überhaupt nicht mehr fahren kann. Vermutlich. Aber ich sehe definitiv kaum Bedarf für chinesische Hybridautos. Great Wall Motors kündigt jetzt für ihre Marke Ora, ihr erinnert euch, bei dem Marktstart hatten sie noch so lustige Namen wie Funky Cat und Lightning Cat, einen Hybrid-SUV namens Ora 5 an. Es könnte natürlich doch etwas werden. Schließlich lese ich in der Pressemitteilung, dass der Wagen von einem hocheffizienten 1,5 Liter Turbobenziner angetrieben wird. Also quasi so einem modernen Mercedes-Motor. Ach nee, der kam von Geely. Ach ja, den Ora wird es auch als Verbrenner und als BEV geben. Mit einer Länge von 4,47 Meter sind die Mitbewerber der VW Tiguan oder der Hyundai Tucson. Der Verbrenner soll 27.000 Euro kosten. Die Preise für Hybrid und Elektro kommen später des Jahres. Am Ende jeder Sendung noch etwas Schönes, wie versprochen. Ich mag die Clips vom The Beatles Chick auf Instagram echt gerne. Schon der Name der Protagonistin ist cool. Rachel Scully. Im feinsten 70er-Jahre-Outfit macht sie mit ihrem alten Käfer jede Menge Späße. Einfach bester Gute-Laune-Content. Außerdem kommen auch nicht jeden Tag 12 Trillionen neue Clips dazu. Viel Spaß beim Entdecken. Alle Links, die ich erwähnt habe, findet ihr in der Zusammenfassung unserer Show auf unserer Webseite. Den Link dorthin gibt es unten im Videobeschreibungstext. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit euch meine Beiträge auch angezeigt werden. Wer mehr Input oder Anregungen für einen neuen Showbeitrag nicht öffentlich schicken möchte, nutzt eine dieser beiden E-Mail-Adressen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Kannst du noch mal bitte die Halle kriegen? Ist nicht mehr so sauber da. Fühle ich mich nicht wohl. Der feine Herr. Kaum hat er einen Sakko an, hält er sich für was Besseres oder was? Meine Fresse, ey. Wie den Leuten der Ruhm in meinen Kopf steigt. Es gibt